Seit einiger Zeit gibt es auf Netflix die Serie Living with Yourself mit Paul Rudd in einer Doppelrolle. Dazu bringe ich euch heute etwas verspätete Kritik, aber Paul Rudd, den sehe ich persönlich immer sehr, sehr gern. Der ist ja auch so ein Teil von dieser, ich sag mal, Seth Rogen, James Franco Gruppe, irgendwie jetzt nicht so ganz spezifisch immer mit denen zusammen. Aber auch wenn ich an Filme wie zum Beispiel Jungfrau 40 männlich sucht etc. denke, Paul Rudd ist da irgendwie immer irgendwo drin und der ist vermutlich so einer der sympathischsten Schauspieler in Hollywood überhaupt, wo man immer das Gefühl hat, dass er irgendwie, dem kannst du auch im echten Leben vielleicht irgendwie begegnen. Und in Living with Yourself spielt Paul Rudd einen Mann, der sehr unglücklich mit seiner Ehe und mit seinem Leben ist. Er war einst ein sehr enthusiastischer Typ, der sowohl bei seinem Berufsleben als auch bei seiner Liebe eine rosige Zukunft gesehen hat. Jetzt ist das alles mal ein bisschen anders, weil sich gewisse Dinge einfach nicht so eingestellt haben, wie er sich das erhofft hat. Und dann kriegt er von meinem Arbeitskollegen den Vorschlag, zu einem gewissen Spa zu gehen, denn dort werden ihm all die toxischen Elemente entnommen, die er in sich fühlt, und er ist danach ein ganz, ganz neuer Mann. Ja, und das tut er natürlich auch direkt, und unvorhergesehen gibt es aber plötzlich zwei von ihm. Einmal sein normales, altes, etwas heruntergekommenes Ich und sein neues, sehr, sehr, sehr viel enthusiastischeres, attraktiveres Ich, und die beiden kämpfen nun ein bisschen darum, das neue Leben zu führen. Wer Rick und Morty kennt, der kennt die Folge, wo Rick und Morty in diesen Entoxifier irgendwie gehen und ebenfalls auch in zwei Persönlichkeiten aufgesplittet werden. Einmal die toxische Variante und einmal die positive Variante von sich. Das ist das hier von der Grundidee auch irgendwie nur nicht ganz so extrem. Es ist eine sehr interessante Prämisse, finde ich, gerade für so einen sehr kurzen Episodenrahmen von, wie gesagt, 8 Episoden, 30 Minuten, das ist nicht sonderlich lang. Und insgesamt verpackt Living with Yourself das auch ungefähr so, wie ich das erwartet habe. Das hier ist keine mind-blowing Netflix-Serie, die jetzt irgendwie einen neuen Hype starten wird, etc. Irgendwie kriegt ja derzeit jeder sympathische Star irgendwie seine eigene Netflix-Serie. Ich glaube, damit versucht Netflix auch so ein bisschen dieser ganzen Streaming-Wars-Sache entgegenzuwirken, die jetzt bald aufkommt, mit Disney Plus zum Beispiel, wo die ganzen Marvel-Filme abgezogen werden, die Disney-Filme an sich abgezogen werden. Friends ist bald nicht mehr auf Netflix, etc. Netflix hat schon gesagt, sie möchten ein verstärktes Auge auf Originalen legen. Das umfasst zum einen solche Prestigewerke wie zum Beispiel The Irishman, der uns dieses Jahr ja noch erwartet, Martin Scorsese, Oscar-Anwärter. Auf der anderen Seite aber auch immer mehr Serien, die sich um einen berühmten Schauspieler drehen, den irgendwie in den Mittelpunkt rücken. Und ich persönlich finde das Konzept interessant. Also wenn Netflix so weitergeht, jetzt wie auch mit Living with Yourself, dann behalte ich den Streaming-Service sehr, sehr gern, denn diese Serie ist, und man kann eigentlich gar nicht so viele Worte darüber verlieren, grundsätzlich sehr unterhaltsam. Creator der Serie ist Timothy Greenberg. Der hat jetzt nicht so viel andere Sachen gemacht. Der war, glaube ich, Creative Writer bei einer Late Night Show irgendwie, und das war's irgendwie. Aber er schafft es sehr interessant, Living with Yourself einen eigenen Ton zu verleihen. Man könnte jetzt, ich meine, das ist eine Prämisse, die man sowohl dramatisch wie auch komödiantisch lösen könnte. Ich meine, das Komödiantische bietet sich am Anfang vielleicht ein bisschen mehr an, aber auch dramatisch ist das natürlich diese Konfrontation mit dem eigenen Ich irgendwie sehr interessant. Und Greenberg versucht hier beides unter einen Hut zu bringen. Es ist in den 8 Episoden ein bisschen, obwohl ich es gerade gelobt habe, dass es so schön wenig Zeit ist irgendwie, ist es doch ein bisschen enger Rahmen dafür. Die komödiantischen Momente funktionieren allesamt sehr, sehr gut. Das liegt aber auch an Paul Rudd. Du findest diese Figur von ihm selbst in der, niedergeschmetterten Variante sehr sympathisch. Paul Rudd schafft es ja auch so ein bisschen aus dem Klischee Paul Rudd herauszukommen. Er ist jetzt hier nicht immer Sympathieträger, er darf auch mal sauer sein, er darf mal ein richtiges Arschloch sein, und das bringt Paul Rudd insgesamt auch ganz gut rüber. Ich fand die Extremen jetzt nicht so überzeugend, aber ich bin doch hauptsächlich gerade am Anfang an dieser Figur herangekettet worden, oder ich fand sie interessant und sympathisch, weil es eben Paul Rudd war. Und halt sein Gegenüber, seine bessere Variante ist dann halt eben so dieser typische Paul Rudd, wie man ihn irgendwie kennt, und das gucke ich mir einfach gerne an. Wer sich jetzt aber ein bisschen mehr die dramatische Richtung erhofft, die gibt es, vor allem in der zweiten Hälfte von dieser Serie. Die ist allerdings nicht so tiefschürfend, wie man sich das vielleicht erhoffen konnte. Es gibt immer wieder Serien, wie zum Beispiel vor einiger Zeit habe ich Barry gesehen, mit Bill Hader, die erste Staffel, die wirklich ganz hervorragend ist, die diese komödiantischen und dramatischen Töne so perfekt jongliert, dass er wirklich auf einer sehr unterhaltsamen Oberfläche darunter wirklich unheimlich viel Tiefe steckt. Das versucht Living with Yourself auch. Gerade, wie gesagt, in der zweiten Hälfte der Staffel. Das funktioniert jetzt nicht
hervorragend. Es gibt den Figuren und die Serie schafft es, den Figuren mehr Facetten zu verleihen, der interessanten Prämisse ein bisschen mehr abzugewinnen, als jetzt die reine Comedy-Sparte das irgendwie machen würde. Ein paar der dramatischen Töne fand ich allerdings jetzt nicht ganz so überzeugend. Was ich an der Serie sehr, sehr gut fand, ist, dass sie wirklich mit Perspektiven spielt. Das heißt, wir haben hier 3 Hauptfiguren, halt die 2 Paul Rudds und halt deren Frau, die halt auch nicht so genau weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll natürlich. Und die Serie macht es immer wieder so, dass sie viele Situationen aus den verschiedenen Perspektiven dieser Figuren eben erzählt. Und das gewinnt dann immer sehr, sehr viel Fleisch daran irgendwie. Also man hat das Gefühl, man lernt alle diese 3 Figuren im Laufe der 8 Folgen sehr, sehr genau kennen und versteht sie auch in vielen Belangen besser. Es gibt vor allem eine Episode, die aus der Perspektive von der Frau erzählt ist, die mir wirklich dann sehr, sehr gut gefallen hat, wo ich wirklich das Gefühl hatte, hier ist jetzt die Tiefe, die diese Serie versucht irgendwie zu übertragen, die sie bei den beiden Paul Rudds jetzt nicht so gelungen hinkriegt. Jetzt ist es aber auch so, wie gesagt, mit den 8 Folgen, da ist jetzt nicht so viel Zeit, das Ganze auch extrem zu vertiefen. Das Ganze ist auf eine 2. Staffel ausgelegt, absolut. Ich glaube, eine 2. Staffel könnte dem Ganzen noch mehr Tiefe und irgendwie noch mehr geben, als es jetzt die 1. Staffel schafft, die doch ein bisschen mehr ein Setup ist für das, was jetzt noch kommt, aber ein sehr unterhaltsames Setup, ein sehr sympathisches Setup, viel, viel Humor, der mir sehr gut gefallen hat. Die Inszenierung ist in Ordnung, die ist relativ Standard, würde ich jetzt mal sagen. Das Einzige, was mich genervt hat, ist der Score, also die Musik, die sehr elektronisch ist. Und obwohl ich das grundsätzlich mag, hat das für mich einfach überhaupt nicht in den Ton der Serie gepasst. Es ist so ein bisschen Sci-Fi hier, klar, mit einem Klon im Prinzip, aber im Großen und Ganzen war mir die Musik einfach, also auch die dramatische Musik einfach immer so ein bisschen zu drüber und so ein bisschen on the nose. Aber das ist auch eigentlich das Einzige, was ich inszenatorisch bemängeln würde. Ich würde Living with Yourself der ersten Season deswegen 6,5 von 10 Punkten geben. Ich fand es sehr nett. Ich hatte sehr viel Spaß, ich fand das nicht langweilig, ich fand die Prämisse interessant. Die Macher versuchen ja durchaus diesen komödiantischeren Ansatz des du triffst auf dich selbst und es ist eine andere Variante von dir, wie gehst du damit um, diesem Ansatz halt ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen im Laufe der Zeit. Sie spielen sehr gelungen mit Perspektiven, sie schaffen es, die Figuren sehr sympathisch zu machen, dass man sich diese 8 Folgen einfach sehr gern anschaut. Das Ganze ist jetzt aber auch inhaltlich eigentlich eher nur ein Setup für das, was kommen mag und ich freue mich auf das, was kommt. Paul Rudd sehe ich immer gern, deswegen hey, her damit. Das Ganze ist jetzt aber jetzt keine großartige neue Entdeckung irgendwie. Aber wenn man mal Zeit hat für, wie gesagt, 8 Folgen nach 30 Minuten, was nicht sehr lang ist, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Wenn euch diese Review gefallen hat, like, subscribe und gerne teilen Sie auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Und ja, sagt mir gerne, was ihr von Living with Yourself gehalten habt, was ihr so von Netflix in Zukunft erwartet. Würde mich auch interessieren, ob ihr dabei bleibt einfach. Und dann wünsche ich euch ein schönes Serienwochenende und sagt ciao, ciao.